Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Die Liste der benötigten Materialien findet ihr auch unten in der Beschreibungsbox. Alle Fäden mit einfachem Anker auf den Ringknoten. Immer 2 gleiche Farben nebeneinander. Ich habe meine Farben so gewählt, dass ich sie aus einer Farbfamilie genommen habe und mache jetzt beim Anknoten einen weichen Farbverlauf. Jetzt habe ich alle Farben draufgeknotet und jetzt knote ich in der zweiten Hälfte nochmal in der gleichen Reihenfolge die gleichen Farben nochmal drauf. Zwei Fäden bleiben übrig, die brauche ich nachher für die letzten beiden Reihen. Du nimmst den rechten Faden und legst ihn über den linken und machst einen doppelten Halbschlag mit diesem linken Faden. In die Richtung, in die der Leitfaden zeigt, arbeiten wir jetzt weiter. In dieser Reihe verknoten wir immer 2 gleiche Fäden miteinander, und zwar die zum gleichen angeknoteten Faden gehören. Du legst immer den rechten Faden über den linken als Leitfaden und der linke macht einen Rippenknoten über diesen Leitfaden. Bevor du den Knoten machst, kontrollierst du noch, ob die beiden Schlaufen nebeneinander und nicht übereinander liegen. Die Stecknadeln auf keinen Fall herausziehen, sondern stattdessen das Brett drehen. Die Anknotschlaufen ziehst du auch nochmal gut fest. So machst du jetzt eine ganze Runde herum, bis du wieder bei den hellen Anfangsfäden angekommen bist. Jetzt knoten wir die zweite Reihe. Wir fangen wieder bei der gleichen Anfangsfarbe an, aber dieses Mal ganz links. Der Faden, der vorher der Knotfaden war, wird jetzt Leitfaden und der Faden, der Leitfaden war, wird Knotfaden. Der Leitfaden zeigt dabei immer nach rechts. Wenn der Leitfaden nach rechts zeigt, knoten wir auch nach rechts herum weiter. Die Fäden werden ja immer paarweise verknotet und dann weggelegt. In dieser Runde
verknotest du immer 2 unterschiedliche Fäden zu einem Paar, dann 2 gleiche, dann wieder 2 unterschiedliche, dann wieder 2 gleiche und so weiter. Wenn du nicht dein Werkstück drehst, sondern dein Makramee-Brett, dann liegen deine Fäden meistens schon so, wie du sie brauchst und du musst nicht so viel suchen. So knüpfst du jetzt die ganze Runde zu Ende. Dabei ist zu beachten, dass deine Anfangsfarbe ja zweimal vorkommt. Also wenn du das zweite Mal bei deiner Anfangsfarbe bist, dann ist deine Runde zu Ende. Die dritte Reihe geht jetzt wieder wie die erste. Die Leitfäden zeigen jeweils nach links und Leitfaden und Knotfaden tauschen die Rollen. Der vorher Knotfaden war, wird jetzt Leitfaden. Weil der Leitfaden jetzt nach links zeigt, arbeitest du auch links herum. Das hat zur Folge, dass deine Fäden nachher in der 4. Runde schon genau richtig liegen. So knotest du wieder die ganze Runde herum, bis du zum 2. Mal bei deiner Anfangsfarbe gelandet bist. Die 4. Reihe geht jetzt wie die 2. Reihe. Die Leitfäden zeigen alle nach rechts und du arbeitest rechts herum, damit deine Fäden in der 5. Runde schon genau richtig liegen. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Du kannst es ja mal andersherum probieren, das dauert doppelt so lang. Die Runde in der gleichen Art und Weise fertig arbeiten. Die 5. Reihe geht wieder wie die 3. Reihe. Die Leitfäden zeigen nach links und deshalb knotest du auch nach links im Uhrzeigersinn deine Reihe herum. Für die 6. Reihe nimmst du den olivgrünen übrigen Faden und steckst den bei 8 cm fest an einer Stelle, wo das Farbmuster fortgesetzt wird. Also immer zwischen den Olivgrünen ist ein andersfarbiger Faden und wir stecken jetzt den neuen Faden auch neben eine andere Farbe, sodass du Olivgrün, Türkis, Olivgrün, Mint hast. Und dann knotest du alle Fäden auf diesen olivgrünen Faden drauf. Und zwar immer abwechselnd. Zuerst der Leitfaden aus der letzten Reihe, dann der Knotfaden aus der letzten Reihe, dann wieder der Leitfaden aus der letzten Reihe. Du wirst dann merken, dass, wenn du deine Knoten fest anziehst, zu wenig Schlingen auf diesem Faden drauf sind. Da ist mir bisher noch keine schöne Lösung eingefallen, denn wenn man die eine Farbe, wenn man jeweils 3 Halbschläge macht, sieht der Rand nicht so schön aus. Deswegen knote ich eben diese Knoten so fest, wie es nötig ist, und nachher verteile ich diese Schlingen auf meinem olivgrünen Leitfaden. Das zeige ich dir nachher.
Ich drücke meine Reihe immer wieder ein bisschen platt. Wenn meine Reihe zu sehr hoch kommt wie ein Körbchen, dann streiche ich mit den Fingern die Schlingen ein bisschen auseinander. Auf diese Weise knote ich jetzt die ganze Runde herum bis zu meinem Anfangsfaden, der 8 cm heraushängt. Bevor ich nun diese olivgrünen Leitfadenenden miteinander verknote, verteile ich die Schlingen gleichmäßig auf dem Leitfaden und streiche diese Schlingen so ein bisschen auseinander mit dem Fingernagel, sodass sich nirgends mein Farbrad wellt oder wie ein Körbchen aussieht. Es soll ganz flach liegen. Jetzt zeige ich dir noch eine interessante Art, einen Rückwärtsknoten zu machen. Du beginnst wie beim normalen Rippenknoten. Dann hältst du aber den Leitfaden nicht stramm, sondern hältst den Knotfaden stramm. Dann machst du nochmal mit deinem Knotfaden einen Halbschlag und ziehst wieder den Knotfaden stramm. Das ist der berühmteste, beliebteste Anfängerfehler, der aber eigentlich ein wichtiger Knoten ist, nämlich der Rückwärtsknoten. Super, oder? Jetzt sortiere ich meine olivgrünen Fäden so, dass sie das Farbmuster fortsetzen, also dass immer eine andere Farbe zwischen den olivgrünen zu liegen kommt. Dann stecke ich meinen letzten Faden ungefähr gegenüber von da fest, wo meine olivgrünen Fäden angeknotet waren, denn ich gewinne da 2 zusätzliche Knotfäden und die sollen ja gleichmäßig verteilt sein. Ich knote wieder mit 8 cm Abstand eine Schlinge und schaue wieder, wo ich das Muster fortsetzen kann mit meinem petrolfarbenen Faden. Dann mache ich eine zweite Reihe Rippenknoten. Da wölbt sich auch wieder meine Reihe nach oben und will ein Körbchen bilden. Und ich muss die auch immer wieder flach drücken. Und vor allem, bevor ich diese beiden Leitfadenenden zuknote, mache ich nochmal eine kosmetische Behandlung und drücke meine ganze Farbscheibe flach und verstreiche diese Schlingen gleichmäßig. Das geht ganz so gut und nachher sieht das meistens ganz ordentlich aus. So machst du jetzt die ganze Runde rum. Brauche ich jetzt nicht so ausführlich zeigen, wie Rippenknoten gehen, weißt du ja bestimmt. Hier siehst du jetzt gleich, wie du deinen Ohrring flach streichen und ausstreichen kannst, sodass du nachher eine schöne, flache Scheibe erhältst. Jetzt machst du wieder diesen Rückwärtsknoten. Du beginnst wie ein normaler Rippenknoten und dann ziehst du am falschen Faden, ziehst den falschen Faden flach und stramm. Machst nochmal so einen halben Schlag und ziehst wieder am falschen Faden. Bei diesem Knoten darfst du natürlich jetzt nicht zu fest ziehen, sonst kriegst du wieder ein Körbchen. Diese letzten beiden petrolfarbenen Fadenenden vernähe ich jetzt auf der Rückseite, jeden durch 2 Schlingen, dann fällt der Knoten so gut wie gar nicht auf.
alle Restfäden kurz abschneiden und verschmoren. Bevor du die äußeren Knotfäden abschneidest, ziehst du die nochmal kräftig auf die Rückseite. Dann erst abschneiden, 2 mm lang, und verschmoren. Zwischen der 5. und der 6. Reihe entstehen technisch bedingt kleine Lücken. Durch diese Lücke fädelst du deine 5 mm Öse. Die geht dann über 2 Reihen. Auf die Öse fädelst du deinen Ohrhaken und kneifst die Öse wieder zu. Fertig sind deine Ohrringe. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Projekt.